Langstrecke heute gekämpft worden ist, ist sicher eher auf der harten Seite gewesen. Sportec is more of a family. I don't want to be like everyone. But you're faster than Greg and all the others. Wir tun uns so gut vorbereiten, dass wir eigentlich alle Unbekannten wegradieren. Du kommst auch schon mit einem guten Gefühl in den Tag hinein. Wir sind hier auf dem Autodromo in Portimao. Wir haben das erste Rennen der Saison im Porsche Swiss Cup. Der letzte Gedanke vor dem ins Bett gehen ist meistens am Auto geschuldet. Habe ich alles gemacht? Bin ich safe? Ist alles gut? Und das sind so die Gedanken, die dich vielleicht manchmal auch nicht schlafen lassen. Als Team auch performen. Jeder, der da kommt, nicht jeder hat die gleichen Erwartungen oder die gleichen Chancen. Die einen wollen Rennen gewinnen oder können Rennen gewinnen, sollten Rennen gewinnen. Andere haben ihre persönlichen Ziele, wo zum Beispiel auch nur mal ein Podestplatz ist. Unsere Aufgabe ist, die Ziele von unseren Kunden zu erfüllen. Und da müssen wir natürlich auch helfen. Muss ich exakt den Winkel haben? Ja, du merkst ihn spielen. Probier einmal. Ist es mehr oder weniger als das andere? So we are in Portimao for the first run of the Porsche Cup Swiss. Already 3 days and tomorrow is the first race of the season. Hi, I'm Dylan Yip. I'm from Hong Kong or Macau. I'm 21 years old, 22 this year. This year I'm racing for Phantom Globe in Asia, Carrera Cup Asia. In the Sprint Challenge Swiss, I'm racing for Prosan Huber. Do you think you are faster than Greg and Ethan in the race too? Yes, And why? because I'm Chinese. This year I've become much stronger than last year, I have to say. I don't find myself in these weak spots at the moment. You know what they call me? Chinese Rain God. Ich bin mir sicher, dass ich vielleicht noch ein bisschen nerven kann. Probieren tue ich es auf jeden Fall. Ich mache das schon jetzt mit psychologischer Kriegsführung. Indem, wenn er mal immer mal vorbeikommt, so in der Box, dann stichle ich natürlich immer ein bisschen. Auf freundschaftliche Art natürlich. Aber ich mag den Dylan extrem, ist ein guter Typ. Wirklich, der kann auch gut fahren. Aber ich glaube, der macht, und das ist glaube ich der Unterschied, er macht sich selber auch extrem Druck und kommt mit dem dann nicht mehr klar. Im Rennen, wir werden es sehen. Auf jeden Fall werde ich auf das sicher probieren, ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Mr. Flatspot! Scheiße, warte. Ja. Junge, ist das noch Show, oder? Was machst du? Locher!
Also schau jetzt, ein sogenannter Tie-Wrap-Cutter. Tie-Wrap ist eine Marke von der Kabelbinder. Das ist ein Kabelbinder, also ein Seitenschneider. Und jetzt kannst du hier einen Kabelbinder ran, weil der hier schön flach ist. Anstatt den Kabelbinder so abschneiden, dass sich dann erst die Pulsader aufschneidet, wenn er hier reinlenkt. Kannst du jetzt hier schön her. Das ist natürlich ein blödes Gewicht, weil ich nicht rankomme. So, und dann jetzt hier schön flach abschneiden. Es ist nicht schön flach, du das nicht für aus bei einem anderen Kabelbinder. Das ist super. Hützen ist so ein Begriff für Basteln, Pfuschen, auf Deutsch, Hochdeutsch Pfuschen. In der Regel nein. Wenn es auf der Rennstrecke eine Notreparatur gibt, mit Panzertape und Kabelbinder zum Beispiel, ist das teils oder sehr oft der Fall, dass das dann Hützen ist. Aber dazu muss man sagen, nichts hält länger wie ein Provisorium. Also, Part 2 von meinem Vorführen vom Tie-Wrap-Cutter. Ich meine, wo ich gut ankomme, wo man es gut sieht, oder? So, yes. Das ist es. Nachher kann man ein bisschen klemmen, ein bisschen verdrehen, noch ein bisschen anziehen, tipptopp. Nachher haust du ihn ab und es ist perfekt gerade. Schau mal, ja, Wahnsinn. Das ist eine Werbung von Kevin. Danke Knipex für Sponsoring. Nein, was ist mein Gedanke? Schwierig. Ich glaube, auf der einen Seite ist man sicher ein bisschen angespannt, wie wird es morgen rausgehen, weil es ist doch eine Unbekannte da. Wir haben eine neue Saison. Das Kräfteverhältnis sieht man noch nicht hundertprozentig, wer wie gut ist, wer welche Karten schon auf den Tisch gelegt hat. Es gibt eine Tendenz und natürlich hoffe ich sehr stark, dass für unser Team gut laufen wird. Das ist ganz klar. Wir haben sehr hohe Erwartungen auch am Morgen. Es ist halt immer so die Anspannung vor dem Saisonbeginn, weil es ist ein weißes Blatt, jeder fängt frisch an, neue Meisterschaft und wir hoffen natürlich, dass auf jeden Fall alles reibungslos läuft. Das Einzige, was wir halt ein bisschen hatten, ist das Wetter. Und das Wetter ist auch für morgen noch ein bisschen unbeständig. Das Wetter ist für uns eigentlich alles entscheidend. Wir haben heute geredet im leicht feuchten. Solange wir draußen waren, war eigentlich der schnellste. Ich würde sagen, das ist auch gut für uns. Es ist gut für die Fahrer. Wir wissen, wir haben ein trockenes Setup, das funktioniert. Wir haben ein nasses Setup, das funktioniert. Und ich glaube, das gibt wirklich eine Sicherheit, dass man sagen kann, okay, wir sind morgen, egal wie die Verhältnisse sind, wir sind dabei. Der Dylan wird schnell sein, hat aber auch, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, er kann performen. Der Dylan wird aber unter Druck sein von uns, weil wir werden ihn pushen. Der Dylan muss zuerst das Qualifying fahren, dass noch alle 4 Reifen ganz sind. Und das ist die Challenge an dieser ganzen Geschichte. Also wir werden es ihm sicher nicht leicht machen. Den effektiven Druck verspüre ich erst, wenn ich im Auto sitze, auf dem Grid.
Gemischte Gefühl, hätte ich gesagt. Zackstarken Start hatte ich. Dann habe ich noch 2 Plätze wieder ein bisschen verloren. Ich konnte aber dranbleiben. Zeitlich bin ich länger sogar auf Rang 3 gewesen, weil sich noch 2 Autos vor mir auseinander das Spielfeld rausgedrängt haben. Ja, dann habe ich leider dummerweise viel Platz offen gelassen. Da ist einer zwischen rein. Durch das habe ich dann den 3. Platz verloren. Ich habe dann versucht, dran zu bleiben. Es hat dann am Schluss dann auch nicht mehr gelangt. Schon die letzten 2 Runden sind dann noch hinter dem Safety Car gewesen, also ist dann nachher vorbeigegangen. Also, sicher von Position 7 aus starten, 4. zu werden mit einem coolen Start. Gut, 3. Platz auf die Art verlieren, weniger gut. The race went quite well, I will say. The quali didn't went that good after a P4, but I managed to make a super start to gain back the leader of the race. So after first corner I was P1, and yeah, after he put a lot of pressure to me, he started pushing me, and yeah, one little mistake, he overtake me, and after I stayed P2 the half of the race. But yeah, at the end went quite well, so I'm happy about it. Ich glaube, die Leistung, die wir als Team zusammengefahren sind, die ist sensationell. Wir haben in den ersten 5 haben wir 3 Fahrer aus dem Team. Auch von den Mechanikern, alle Autos haben super funktioniert. Wir haben Autos, die mithalten und performen. Der Ethan ist ein sensationelles Rennen gefahren. Wir dürfen nicht vergessen, er ist heute eigentlich das erste Mal in einem Porsche Cup im Rennen. Sein Konkurrent ist wesentlich mehr schon gefahren. Die Leistung muss man umso mehr rühmen. Er hat das super gemacht. Auch Sebastian Pidou ist von weit hinten gekommen, hat super gefahren. Der Greg hat eine Leistung gebracht beim Start. Ich glaube, die muss man nicht mehr erklären, die kann man nur sehen auf dem Video. Also ich muss grundsätzlich sagen, es war mega gewesen. Das hat sensationell funktioniert. I wasn't ready. You go in the inside. After the contact, the car was jumping, and when I was braking, was. But secret was give you a massive hit. He arrived and pushed me out. Great, I won, like as planned, because I'm fast and I'm Chinese. He races really hard, but I think sometimes can be too hard, but in the end, we kept it all fair. Basically, trying to find the grip was difficult, otherwise it would be an easier race and easier pass to Ethan and also Segret. Anyway, I won, but it could have been easier. The second race, I would say, was not too bad. I mean, the start was quite good. I take back the lead of the race. After a few laps, the driver behind me just make a big hit, lose a bit of traction, and he could overtake me because of this. And after a massive contact with Dylan, I don't know how we stay on track. We were like sideways, both together. When I had the contact with Ethan, I have to say I was a bit angry. I think he was also prepared. There will be another big fight. And at the end, he overtook me. And I finished on a P3, so yeah, the speed wasn't that bad. Just after the 2 contacts, I started to lose a bit traction and grip, so maybe something it have moved in the rear of the car. We need to check with the team. But overall, yeah, it was quite a nice race, I would say.
Wie ist es gegangen? Von der Platzierung her ein bisschen schlechter als das erste Rennen, aber ich muss sagen, ich bin weniger enttäuscht, weil ich habe gekämpft und das rausgeholt, was ich auch rausholen konnte. Zeitweise bin ich wieder weiter vorgestanden als gedacht. Wieder mal einen guten Start gemacht habe. Eine Weile lang können auch mein ehemaliger Teamkollege, der Dylan Ebb, hinter mir halten, sodass er vielleicht einen Abstand zum Methan generieren könnte. Aber schlussendlich hat er mich gepackt und happy. Beide Rennen vom heutigen Tag waren sehr positiv für mich als Teammanager. Generell auch die Teamleistung war sehr gut. Wir haben dem Ethan einen dritten und einen zweiten Platz holen. Der Greg mit 4., 5. und der Bidou mit einem 5. und mit einem 7. Also als reines Teamergebnis war es sehr gut. Bin ich sehr zufrieden. Ich bin aber auch nicht nur mit dem Rennen extrem zufrieden. Ich bin sehr happy auch mit unserer Crew, also mit unserem Team. Meiner Meinung nach einen super Job gemacht. Die Autos haben perfekt funktioniert. Wir haben als Team sehr gut zusammengearbeitet. Aber das ist eine fundamentale Sache, um auch erfolgreich zu sein. Wie gesagt, mit 2 Podesten können heimgehen mit unserem jungen Fahrer. Das ist perfekt. Das ist cool. Das war wirklich ein Top-Start für uns. Hello everyone, I hope you are doing well. Do you think I can hold my points lead after the Monza race?